Tätowiererin aus Hamburg und ich möchte heute mit euch gemeinsam in diesem Video meine neueste Errungenschaft in Sachen Tattoo-Stencil-Druckerei auspacken. Ich befinde mich schon seit einigen Jahren auf der verzweifelten Suche nach einem für mich geeigneten Tattoo-Stencil-Drucker und überraschenderweise gestaltet sich diese Suche doch gar nicht als so einfach wie normalerweise gedacht. Und so hat mich meine Reise dann nun inzwischen zu diesem Modell hier geführt. Das ist ein Epson EcoTank Drucker mit wiederbefüllbaren Druckertanks. Und in diese Tanks wird eine spezielle Farbe eingefüllt und ein bestimmtes Papier benutzt, um dann hinterher einen Tattoo-Stencil damit zu produzieren. Und ich bin super gespannt darauf, ob dieses Gerät jetzt tatsächlich meinen Ansprüchen genügen wird oder nicht. Und wünsche euch total viel Spaß bei dem Video. Und ja, los geht's. So, mein erster Eindruck nach dem Auspacken jetzt ist erstmal ein total positiver. Also ich bin schon mal sehr überrascht, dass tatsächlich ein Netzkabel dabei ist. Da haben wir ja bei dem Brother Drucker letztes Mal schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Und außerdem sind hier 120 Milliliter schwarze Druckfarbe mit dabei. Das ist jetzt für mich nicht ganz so relevant, aber wenn man den Drucker herkömmlich nutzen möchte, dann finde ich das durchaus großzügig. In Relation zu anderen Druckerherstellern, denke ich, ist das schon eine ganz gehörige Menge. Und außerdem fällt mir positiv an dem Gerät auf, dass es klein und relativ kompakt ist und auch anscheinend recht einfach in der Handhabung ist. Also wir haben dann hier diesen Papierauszug und darunter befindet sich der Papiereinschub, also unmittelbar darunter, wo man dann hier das Papier einlegen kann. Ja, und hier oben werden wir ihn jetzt gleich mal mit der entsprechenden Farbe befüllen, die ich da in Gebrauch nehmen werde. Und da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass das Gerät ein Schwarz-Weiß-Drucker ist. Das heißt, wir haben auch nur einen Tintentank. Darum auch dieser eine Farbbehälter, der dabei ist. Für meine Zwecke ist das völlig ausreichend, weil es ja bei mir darum geht, damit Tattoo-Stencil zu drucken, die in der Regel ohnehin einfarbig sind. Und das ist jetzt das entsprechende Produkt, was ich dafür gekauft habe. Das nennt sich Inkjet Stencils, kommt aus den USA und ist vegan, was mich natürlich sehr freut. Da lege ich ja immer viel Wert drauf bei meinen Produkten, dass das alles tierleidfrei ist. Und dazu gehört das Inkjet Stencil Paper. Das sind jetzt 500 Blatt. Das ist das kleinste Paket, was man bekommen kann. Und zur Vorbehandlung benutzt man das Stencil Prep, ebenfalls vegan alles. Damit wird die Haut auf den Abzug vorbereitet und um die größtmögliche Haltbarkeit von diesem Hersteller für mich zu gewährleisten, habe ich das vorsichtshalber mitbestellt, auch wenn ich da natürlich sonst ein anderes Produkt habe, was ich nutze, mit dem ich zufrieden bin. Aber um da auf der sicheren Seite zu sein, was die Haltbarkeit des Tattoo-Abzuges angeht, habe ich die beide zusammengestellt und jetzt mache ich mich an das Befüllen des Tanks. So, ich werde das Gerät jetzt hier mal einschalten. Dann müsste er hier eigentlich seinen Druckerschlitten, seinen Druckkopf ein bisschen hin und her rutschen.
Schlittern, aufwärmen, genau. Das, was Drucker klassischerweise so tun, wenn man sie einschaltet. Und jetzt sagt er mir natürlich, dass er keine Farbe in seinem Tank hat. Das heißt, soweit ist er schon mal gesund. Das scheint schon mal zu funktionieren. Ich werde jetzt dieses Knöpfchen hier mal etwas länger gedrückt halten, damit er seinen Schlitten in die Position bringt zum Befüllen. So, genau. Und dann werden wir jetzt mal als nächstes die Farbe da reinfüllen. Und siehe da, an dieser Stelle werden wir dann für die erste Herausforderung gestellt, nämlich, dass diese Stencil-Druckerfarbe mit diesem Füllkopf hier kommt. Und wenn wir diese kleine Klappe hier einmal anheben, werden wir sehen, dass dieser Füllkopf natürlich so nicht auf diese Befüllstation passt. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal da dran machen, diese mitgelieferte Portion Farbe umzufüllen, beziehungsweise diesen Kopf irgendwie in Betrieb nehmen zu können, sodass ich dann diese Stencil-Farbe zusammen mit dem richtigen Füllkopf in Verbindung habe, um das Ganze dann reinzufüllen. An meinen Fingern könnt ihr jetzt unschwer erkennen, dass meine Umfüllaktion erfolgreich gewesen ist. Ja, also ich habe jetzt diese Stencil-Flüssigkeit hier in die Flasche gefüllt, in der vorher die Druckerfarbe drin war. Und werde jetzt mal eben kurz die Kamera wechseln, denn da fällt mir noch was ein, was mir sehr am Herzen liegt. Ja, genau. Eine Sache, um die ich euch ganz dringend bitten möchte, ist diese Druckerfarbe, die ich jetzt hier aus der Flasche abgefüllt habe in eine andere Flasche, sowie auch die Reste aus dieser Flasche, die beim Ausspülen entstanden sind, in irgendeiner Art und Weise in unser Abwassersystem dringen zu lassen. Ich habe natürlich auch einige Videos auf YouTube mir vorher angeschaut. Frau wundert sich immer wieder, was da mal eben so von irgendwelchen Kollegen empfohlen wird, wie man diese Farbe doch mal eben kurz entsorgen könnte. Also bitte, bitte achtet darauf, falls ihr vom Fach seid und euch irgendwie dafür entscheiden solltet, euch aus so einem Drucker zuzulegen, bitte nicht in die Toilette kippen, diese Farbe. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen heutzutage, was mit unserem Ökosystem und mit unserem Abwassersystem passiert, wenn wir Druckerfarbe einfach so in die Toilette kippen. So, aber nun zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir die Farbe in den Drucker kippen können. Das ist natürlich jetzt ganz besonders aufregend, weil ich hoffe, dass ich jetzt nicht den kompletten Drucker damit duschen werde. Hier vorne gibt es zum Glück ein kleines Sichtfenster, da kann ich dann sehen, wie viel ich da reinfülle von der Farbe. Und jetzt hoffe ich einfach mal das Beste und werde diese Farbe, diese Flasche hier einmal draufstülpen. Los geht's. So, ich muss jetzt hier gar nichts weiter machen. Ich habe das jetzt einfach hier nur drauf gesteckt und dann läuft das schon von ganz alleine in diesen Tank. Das ist natürlich auch sehr komfortabel. Ich muss ja nicht dran rumdrücken oder ähnliches und Angst haben, dass die Hälfte daneben geht. Ich kann jetzt hier auch ganz gut sehen, wie diese Anzeige hochsteigt und denke, ich werde dann erstmal so bei der Hälfte diesen Prozess hier abschließen. So, es ist jetzt natürlich ein bisschen mehr geworden. Es ist jetzt irgendwie 3/4 voll. Aber ich denke, das ist okay. So. Die Menge von diesem Stencil Fluid soll laut Herstellerangaben für ca. 3000 Ausdrucke reichen.
Wobei sich da natürlich immer die Frage stellt, von welcher Größe des Ausdrucks geht man da aus. Also es ist halt einfach nur so eine kleine Orientierungsangabe, mit der man arbeiten kann. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Ich mache das hier mal zu. Und als nächstes würde es dann jetzt darum gehen, meinen Rechner oder auch kabellos eben Rechner oder mobil, was auch immer, Telefon oder Tablet mit dem Gerät zu verbinden. So, ich habe inzwischen eine Installations-CD in meinen Rechner geschmissen, weil ich versucht habe, einen Druckertreiber aus dem Netz zu ziehen für meinen uralten Mac. Ja, das ist halt so ein kleiner Sonderpatient, den ich hier habe, und das hat nicht geklappt. Daraufhin habe ich halt die Installations-CD, die dem Drucker beiliegt, eingeworfen und bin da super durchgeleitet worden durch die gesamte Installation, inklusive, was ich in einigen Jahren mit meinem Canon-Drucker bis heute nicht geschafft habe, einer kabellosen Installation des Druckers. Ja, ich bin schwerst beeindruckt hier bislang und denke, wir kommen unserem Testausdruck jetzt hier langsam aber sicher immer näher. So, laut Bedienungsanleitung habe ich jetzt auch hier dann nochmal den Tintenstand erhöht. Nicht so, wie ich das vorhin am Anfang gemacht hatte, dass ich nur die Hälfte der Flaschenfüllung oder die Menge bis zu knapp unter dem ersten Befüllstrich aufgefüllt habe, weil dann nämlich die Tintenstandswarnleuchte des Geräts nicht ausgegangen ist. Also ich habe jetzt hier nochmal nachgefüllt und das kann man auch ganz bedingungslos sozusagen oder sorglos machen, weil hier dieses Ventilsystem von Flasche und auch in der Station so ausgelegt ist, dass das automatisch abriegelt, wenn der volle Tintenstand hier, also der volle Füllstand erreicht ist. Also da gibt es kein Plattern und kein Plätschern, dass da irgendwas nebenbei geht. Ja, alles super sauber, finde ich richtig prima. Was ich jetzt eben noch nicht ganz so geschnallt habe, ist, dass man diese Klappe hier unten dann auch noch ein Stückchen reinschieben muss, genau, bis sie einrastet, damit der Drucker das Papier auch richtig erkennen kann. Und jetzt werde ich mal eine Testseite drucken, erstmal um zu gucken, ob die Druckqualität sauber ist oder ob man eventuell den Kopf nochmal reinigen muss, bevor wir ihn richtig in Betrieb nehmen. Das ziehen wir nochmal schnell aus. Das sieht doch schon sehr gut aus, würde ich sagen. Gut, hier unten hat er das jetzt ein bisschen geknüsselt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren Drucker erfolgreich eingerichtet. Ja, genau. Also die Qualität macht auf mich jetzt so erstmal einen echt guten Eindruck. Und ich werde jetzt, wie angekündigt, endlich mal einen Probeausdruck machen. So, ich habe mir jetzt als Probeausdruck hier mein niedliches Wanna-Do von meiner kleinen Seiltänzerin rausgepickt. Und werde mich jetzt mal hier einmal kurz durch das Menü durchfuseln. Print. Auch da super erstaunt. Gleich der erste Drucker, den er hier am Start hat irgendwie. Das, ja, was soll ich sagen? Also so viel Komfort bin ich einfach echt nicht gewohnt. Also, ich komme hier aus dem Staunen wirklich nicht raus gerade. So. Ich glaube, ich mache es noch ein bisschen kleiner. So. Und dann schauen wir mal.
Ich habe das Motiv natürlich jetzt bei dieser Art des Druckers einmal gespiegelt für den Abzug dann. Dann werde ich hier nochmal die Qualität etwas höher einstellen. Ja, ich habe jetzt natürlich mit diesem Papier auch noch nicht so viel Erfahrung. Epson Matt, das hört sich ziemlich gut an. Am besten, oh, Qualität. Am besten geht es eigentlich immer, ja, Fotopapier matt mit hoher Qualität ist eigentlich immer eine super Kombi. Und jetzt dürfen wir sehr gespannt sein, meine Lieben. Ja, das würde ich sagen, sieht mega aus. Also, da gab es auch jetzt kein Knüddeln wie irgendwie mit dem anderen Brother-Drucker, dass man immer Angst haben musste, dass das Papier gefressen wird oder ähnliches. Und die Qualität, die haut mich hier gerade richtig um. Ja, ich bin mega happy darüber, dass ich dieses Teil jetzt hier habe und glaube, ich werde damit sehr glücklich werden. Ja, ich bin nach wie vor absolut weggerockt von diesem Ergebnis und kann es immer noch nicht fassen, dass mit diesem Video hier heute meine Tattoo-Stencil-Drucker-Amok-Reise nach Jahren tatsächlich ein Happy End und einen glücklichen Abschluss gefunden hat. Für mich bedeutet das eine Revolution in dem Ablauf meines Tätowierprozesses, besonders bei großen Tattoos. Es ist eine so extreme Zeitersparnis, das ist schlichtweg unglaublich. Und wie gesagt, diese Qualität in Verbindung mit dieser Anwenderfreundlichkeit, die das Gerät hat. Ich habe jetzt hier wirklich nichts gefunden, außer vielleicht im Druckablauf manchmal Töne in einem sehr hochfrequenten Bereich, die ziemlich unangenehm im Gehör sind, was ich in irgendeiner Art und Weise beanstanden könnte. Auch die Installation der Druckersoftware auf meinem uralten Mac, auch noch kabellos, was ich niemals für möglich gehalten hätte mit diesem alten Mac-Rechner und einem so neuen Gerät, was ich mit meinem Canon-Drucker, mit dem ich normalerweise hier regulär meine Ausdrucke mache, plus aber auch meine hochwertigen Kunstausdrucke, bis heute nicht fertig bekommen habe. Überhaupt kein Problem, einfach alles so durchgeflutscht, als wäre es nichts. Plus, ja, dem Preis-Leistungs-Verhältnis, was mich auch absolut von den Socken haut, ehrlich gesagt. Ja, falls ihr Fragen habt zu dem Gerät oder was eure Entscheidungsfindung vielleicht betrifft, in Relation zu dem Brother-Drucker, wie gesagt, der hat mein gesamtes Stencil-Papier reihenweise aufgefressen, ohne mit der Wimper zu zucken, was mich dann auch dazu bewogen hat, auch dieses Mal wieder das Gerät zurückzuschicken. Stellt sie mir gerne unten in meiner Kommentarfunktion bei YouTube oder auch auf meinen sonstigen Social-Media-Kanälen. Ich möchte euch die gerne beantworten. Ich werde in den kommenden Wochen auch nochmal einen Haltbarkeitstest machen.
mit der Druckflüssigkeit, also mit dieser Stencil Ink und in Verbindung natürlich mit dem dazugehörigen Stencil Prep, wie sich das dann in der Praxis verhält. Sobald ich wieder tätowieren darf, was hoffentlich bald der Fall sein wird. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an meinem etwas Tattoo-nerdigem Video hier heute und freue mich natürlich riesig darauf, euch hoffentlich ganz, ganz bald zum Tätowieren auch wiedersehen zu können. Passt bis dahin ganz gut auf euch auf und bleibt mir gesund. Bis ganz bald. Tschüss.